Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier auf meinem Kanal und ein herzliches Dankeschön fürs Einschalten. Mein Name ist Joris und auf diesem Kanal geht es immer rund um das Thema Düfte. Düfte zu bestimmten Anlässen, Düfte zu bestimmten Duftnoten oder Düfte zu Jahreszeiten. Und dieses ist das zweite Video zum Thema Herbstdüfte. Und da das alles drei Designerdüfte sind, ist es das Herbstdüfte Designer Edition Video. Ich bin ein Genie. Viel Spaß bei diesem Video. Der erste Duft, den ich euch heute vorstellen möchte, ist der Duft, der aktuell am längsten in meiner Sammlung ist tatsächlich. Alle, die ich vorher schon besessen habe, alle Düfte, die ich vorher schon besessen habe, habe ich mittlerweile nicht mehr. Diesen habe ich immer noch. Und zwar seit 2016, als der rausgekommen ist. Also mittlerweile 8 Jahre. Und zwar ist das der This Is Him von Zadig et Voltaire. Oder Zadig et Voltaire ist ein französisches Modelabel. Finde ich ganz schön, den Flakon. Der hat ja an der Seite so ein Baumschnitt. Man kann den, glaube ich, mit dem This Is Her zusammenstellen. Dann vereint sich das. Also etwas minimalistisch, nichts Großartiges. Aber dieses dunkel-schwarz, dieses weiß auf schwarz, finde ich schon ganz cool und passt zu dem Duft auf jeden Fall. Was ich damals nicht wusste, als ich den gekauft habe, ist, dass der von dem Aurélien Gouchard ist, der auch hinter Matière Première steckt, der Marke. Und der macht sehr, sehr gute Düfte. Also von dem gefällt mir ziemlich viel sehr gut. Das wusste ich halt damals noch nicht so, weil ich da auch noch nicht so in diesem Parfüm-Game drinne war. Aber heutzutage weiß ich das und es überrascht mich nicht. Was bekommt ihr hier? Ihr bekommt hier This Is Him, typisch, also der Name, ne, This Is Him, das ist ein Männerduft, das ist ein maskuliner Duft, das ist ein primär Weihrauchduft. Also er startet mit einer gehörigen Portion Pfeffer und schon direkt mit dem Anklang von Weihrauch und schon dezent im Hintergrund eine Spur von Vanille. Also es ist sehr gut ausgewogen, aber eben er startet schon relativ kräftig. Früher, als ich den gekauft habe, war der mir tatsächlich schon ein bisschen zu viel. Da habe ich so gedacht, wenn ich den irgendwie zur Arbeit trage und dann in den Öffis und so trage, ist der vielleicht ein bisschen too much. Heute empfinde ich das nicht mehr so, weil ich einfach ganz andere Sachen kenne. Also heute finde ich den schon okay, auf jeden Fall tragbar, auch in den Öffis, obwohl ich den nicht zu solchen Anlässen tragen würde heutzutage mehr. Also ich würde ihn nicht im Büro tragen. Ich sehe das auch eher als so ein bisschen so ein Ausgehduft und da passt auch wieder das Schwarze von dem Flakon. Also wenn man abends weggeht, schwarze Lederjacke, schwarze Jeans, halt wenn man so ein Dress anhat, dann passt dieser Duft, finde ich, ganz cool dazu. Also cool ist hier auch das richtige Wort, irgendwie so ein cooler Typ. Das ist so ein Duft für so einen coolen Typen. So empfinde ich es auf jeden Fall. Was bekommen wir noch? Ja, eigentlich nicht viel mehr. Also der Weihrauch ist hier immer präsent. Er ist rauchig, er ist holzig, aber er ist nicht sakral, wie Weihrauchdüfte ja manchmal sein können. Weihrauch, ich glaube, wenn man Weihrauch anspricht oder wenn man sagt, woran denkt man, wenn man an Weihrauch denkt, dann denken viele häufig an Kirche. Ich anfangs auch, mittlerweile nicht mehr. Wenn jetzt jemand Weihrauch sagt, dann denke ich an Parfüm. Ganz klar. Aber ja, also der Weihrauch ist hier etwas gezähmt. Es ist kein sakraler Weihrauch. Es ist ein sehr angenehmer, sehr angenehm eingebetteter Weihrauch. Beginne ich schon zu stammeln hier. Und alles in allem ist der Duft halt sehr gut ausgewogen. Er wird nach einer Zeit immer süßer. Also die Vanille kommt schon immer mehr durch. Wir haben auch noch Sandelholz, was das Ganze abrundet und eben auch noch so einen holzigen Touch gibt. Aber das Sandelholz kommt jetzt nicht stark durch. Also ich glaube, diese 3 Komponenten, Pfeffer, Weihrauch, Vanille, das ist schon so die Hauptzusammensetzung, wie der sich ausmacht. Startet halt schon ziemlich auf die 12, also er startet schon mit einer kräftigen Portion Pfeffer und auch schon direkt den Weihrauch und wird dann nach Stunden, aber das dauert auch wirklich 3, 4, 5 Stunden, bis er dann wirklich immer süßlicher wird und Haltbarkeit ist bei dem auch wirklich gut. Der hält auf jeden Fall 8 Stunden, 9 Stunden hält er durch. Sillage ist gut, ist nicht kein Beast-Mode-Duft, aber ist durchaus gut. Man wird damit auf jeden Fall gut wahrgenommen und das Ganze
zu einem schmalen Taler. Also die 50 Milliliter kosten hier um die 35 Euro, glaube ich. Und man kriegt den auch in 30 Milliliter, kostet der unter 30 Euro und 100 Milliliter sind dann, glaube ich, bei um die 50 Euro. Also Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich hier wirklich super. Kappe, ja, ist so eine Plastikkappe, oben mit dem, ich weiß nicht, ob man das sieht, eingraviert Z und V. Also ist jetzt nichts Tolles, aber ich finde, für so einen Designerduft ist das absolut okay. Ne? Diese Kappe, wie gesagt, der ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen hier abgewinkelt mit dem Schnitt und so. Also man bekommt auf jeden Fall was für wenig Geld, was man wirklich gut machen kann, was man gut wirklich in dieser Jahreszeit machen kann, im Herbst, vielleicht auch noch so ein bisschen in den Winter rein. Der ist gut zum Ausgehen, vielleicht zum Klappen, der ist markant, männlich, holzig, rauchig, dann eben wird er immer süßlicher und finde ich wirklich, ich finde ihn wirklich auch wertig, also ich finde ihn wirklich wertig gemacht, ich finde ihn hochwertig gemacht. Meiner jetzt ist halt auch so schon so alt, 8 Jahre alt, ist auch nicht gekippt oder so, der ist immer noch top, also wirklich gut. Und man bekommt hier für wenig Geld wirklich einen Top-Duft und ist von mir wirklich eine Empfehlung. Testet den mal aus, sagt mir gerne, was ihr über den denkt, ob ihr ebenso begeistert seid. Ich finde ihn gut, ich trage ihn leider viel zu wenig, aber mal gucken, diesen Herbst werde ich ihn, glaube ich, wieder mehr rausholen. Der zweite Duft, den ich euch heute vorstellen möchte, geht in eine ganz ähnliche Richtung und ist doch ganz anders. Und zwar ist das Boss Bottled, das Parfüm, kam 22 raus, auch hier wieder schwarzer Flakon, spiegelt das auch wieder so ein bisschen wider, ist wieder ein Herrenduft und ist auch ein markanter Duft. Man bekommt hier deutliche Boss Bottled DNA und trotzdem was Eigenes, nämlich was irgendwie dreckigeres als die Standard Boss Bottled. Also Boss Bottled gibt es ja, glaube ich, mittlerweile in unzählige Flanker, was es da nicht alles gibt. Ich habe auch bei weitem nicht alle probiert. Ich habe auch sonst keinen Boss Bottled in meiner Sammlung gehabt oder habe auch keinen. Das ist mir eigentlich immer ein bisschen zu jugendlich irgendwie gewesen. Aber dieser hier hat noch dieses gewisse Etwas, diese gewisse Tiefe. Man darf sich hier von den Duftnoten nicht irre leiten lassen. Also wir haben Mandarine in der Kopfnote und dann haben wir, glaube ich, Feigenbaumwurzelholz oder Feigenbaumwurzel oder sowas. Wie auch immer das riechen mag, keine Ahnung. Feigenartiges rieche ich hier auch gar nicht. Und Mandarine, ja, wir bekommen irgendwie so ein leicht was Spritziges im Auftakt vielleicht. Aber ob das jetzt Mandarine ist oder irgendwas anderes, das weiß ich nicht. Man merkt halt gleich diese Designer Boss Bottled DNA, die ja sehr beliebt ist. Also wirklich eine Crowdpleaser DNA. Wenn man nicht weiß und nicht so einen eigenen, vielleicht nicht so einen gefestigten Stil hat oder so, ich denke gerade so an jüngere Männer, dann ist Boss Bottled eigentlich eine gute Wahl, weil das wirklich ein Crowdpleaser ist, der relativ immer geht. Also egal, wo ihr hingeht, egal, was ihr tragt, Preis ist halt auch nicht super teuer und der funktioniert. Der funktioniert wirklich eigentlich immer ganz gut. So, wie gesagt, dieser hier hebt sich aber ab. Dieser hat nämlich zu dieser Boss Bottled DNA noch Weihrauch und Leder und ich finde, es schwingt noch so was Dreckiges mit. Also wir haben hier auch noch Zedernholz oder Zedernholz. Das gibt ihm noch so eine holzig scharfe Note im Gegensatz zu Sandelholz. Sandelholz ist ja eher ein bisschen weicher, Zeder ist ja so ein bisschen spitzer. Ich denke immer an spitzer oder schärfer, so ein bisschen markanter. Und irgendwo schwingt da noch so was Dreckiges mit, was ich ganz sympathisch finde bei diesem Duft. Zudem ist die Haltbarkeit auch wirklich sehr, sehr gut. Also auch wieder wie eben bei dem This Is Him. 8-9 Stunden schafft er gut. Und ähnliches Einsatzgebiet. Abends ausgehen, Herbst, wenn es etwas kühler ist, in den Winter rein, vielleicht nicht, wenn es super kalt ist. So, da sehe ich den wirklich gut. Ich sehe den auch gut als Daily-Begleiter, nur vielleicht, wie gesagt, nicht unbedingt im Büro, obwohl, wenn man ihn nicht zu viel dosiert, also wenn man nicht zu viel aufträgt, dann funktioniert er sicherlich auch im Büro noch. Also so, ich sag mal so 2-3 Spritzer,
Dann ist er in einem Rahmen, dass er so einen warmen, weihrauchartigen Touch hat mit so einer herbstlichen Note einfach. Also ich finde, das ist so ein bisschen so eine herbstliche Note, da passt es gut rein und dann funktioniert er auch im Büro. Und auch bei dem stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis einfach. Also diese 50 Milliliter, das sind 50 Milliliter, kriegt man für 40 Euro ungefähr. Also finde ich absolut okay. Man bekommt einen wertigen Duft. Ich finde ihn eben ich finde ihn besser als den normalen Boss Bottled. Ich finde ihn etwas erwachsener als einen normalen Boss Bottled. Er hält besser als ein normaler Boss Bottled. Er hat, habe ich jetzt 3 oder 4 Mal schon erwähnt, er hat Tiefe, er hat etwas Markantes, auch noch durch das Leder und eben dieses Holzige, und er hat noch einen leicht dreckigen Touch, was ihn wirklich auch ganz besonders macht oder was ihn aus so einer normalen Designerduft-Riege etwas herausstechen lässt. Und deswegen finde ich, ist das hier auch wirklich eine gute Empfehlung für den Herbst. Testet den mal aus. Preis ist, wie gesagt, okay. Sillage, habe ich glaube ich noch nicht erwähnt, ist schon genauso wie This Is Him. Also er ist deutlich wahrnehmbar, ihr werdet gut wahrgenommen. Er ist aber auch wieder kein Beast-Mode-Duft, aber man muss schon so ein bisschen auch auf die Dosierung achten, je nachdem, wo man gerade unterwegs ist. So, und jetzt ist hier mal Schluss mit Kindergeburtstag. Also nichts mehr mit Vanille und süßlich und Boss Bottled und so, sondern jetzt machen wir mal ernst. Jetzt kommen wir mal zu einem erwachsenen Duft, und zwar ist das der Eau Sauvage Extreme von Dior. Das ist auch wirklich ein schöner Flakon, auch wieder schwarz. Heute sind alle Düfte in einem schwarzen Flakon. Und hier Kappe ist magnetisch, ist so eine Alu-Kappe, also so, ja, mit so einer Perforierung irgendwie drauf oder so einem Muster drauf. Aber ist jetzt nicht schwer oder so, aber eben ist wenigstens magnetisch, finde ich gut. Und auch allgemein von allen diese Reliefs hier drin in dem Flakon finde ich wirklich schön. Ich habe es eben schon gesagt, also hier ist nichts mit Süßkram oder hier ist nichts mit warm und winterlich und bla bla bla, sondern hier wird wirklich, hier sind jetzt mal die Erwachsenen am Werk. Hier bekommen wir was Ernstes. Hier bekommen wir auf jeden Fall eine deutliche, so eine Anisartige Note. Ich weiß nicht, woher die kommt. Wir haben hier einen Duft, der auf jeden Fall in die klassische Richtung geht, der vielleicht schon ein bisschen in die Chypre-Richtung geht. Ich habe leider immer noch kein Chypre-Video gemacht. Es lässt noch auf sich warten, weil ich auch noch nicht alle so durch bin und noch nicht die gefunden habe, die ich jetzt hier präsentieren will. Aber ich habe schon unzählige getestet. Aber Chypre ist ja auch so eine ernste Angelegenheit mit zitrischen Kopfnoten, etwas blumig in der Mitte und moosig und gehaltvoll untenrum, also auch holzig und so weiter und so fort. Hier haben wir auch zitrische Noten in der Kopfnote, Zitrone, Bergamotte und was es da noch so alles gibt. Und dann bekommen wir Basilikum, und ich weiß nicht, ob es der Basilikum ist, der diese Anis, also für mich schwingt immer so eine Anisnote mit, aber auf jeden Fall frisch. Also man bekommt hier auf jeden Fall was Frisches und einen sehr maskulinen Duft. Es könnte aber auch sein, dass es diese Kombination von Minze, Basilikum und Lavendel ist, die für mich diese anisartige diesen Akkord macht. Lavendel bekommen wir nämlich nach einer Zeit, nach einer leichten Eingewöhnungszeit schon auch deutlich raus. Und das gibt ihm halt auch diesen maskulinen Touch in der Kombination mit den spritzigen Kopfnoten und ja, Minze, Basilikum, Lavendel. Ich glaube, das ist es. Und zu den dreien gesellt sich dann in der Herznote noch Elemi-Harz. Und in der Basisnote haben wir Cedar, Vetiver und Patchouli und eben ein Chypre-Akkord, wie auch immer der sich zusammensetzen möchte. Also er geht in so eine leicht Chypre-artige Richtung. Gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Passt gut eben in diese Übergangsjahreszeiten, also Frühling, Herbst, wenn es nicht sehr kalt ist, aber auch nicht zu warm ist. Zu warm, wenn es zu warm ist, glaube ich, funktioniert der nicht mehr so gut. Wenn es zu kalt ist, geht da wahrscheinlich auch ein bisschen unter. Und das ist das einzige Manko, der heißt nämlich Extreme. Extreme ist der nicht. Also der nimmt sich in einem wirklich annehmbaren Maße zurück. Deswegen ist er auch hervorragend für die Arbeit. Wenn ihr jetzt im Herbst einen Duft sucht für die Arbeit, fürs Büro, da funktioniert er gut. Ich sag mal so, eher so Ü40.
oder aber Ü30, aber reif oder, ne? Gut, ja klar, können den auch Jüngere tragen. Ich denke, das ist immer so eine blöde Einordnung von wegen, ja, ein Ü20 darf den nicht tragen oder kann den nicht tragen. Aber ich stelle mir vor, wenn so ein 20-Jähriger mit einem coolen Style irgendwie ankommt, eben Hemd und keine Ahnung, eben gut gekleidet und der trägt dann so einen Duft, ist das auf jeden Fall schon ein Statement, das er machen würde und ich würde es auf jeden Fall sehr, sehr gut finden. Kreiert hat die ganze Geschichte übrigens der François Desmarchis, der ja auch unzählige gute Düfte gemacht hat. Haltbarkeit und Sillage. Sillage habe ich eben schon gesagt, nimmt sich etwas zurück, finde ich aber auch für so einen Duftcharakter ganz gut, weil glaube ich, nicht jeder das so gut handeln kann, aber eben wenn er in einem Maße ist wie der Eau Sauvage Extreme, dann ist das eine sichere Bank. Überall, also gerade so im professionellen Umfeld. Ich würde den jetzt vielleicht nicht unbedingt abends zum Ausgehen tragen, da ist er dann vielleicht auch doch ein bisschen zu leise für und ein bisschen zu ernst für. Ich finde, da darf man schon ein bisschen was Süßliches haben und eben auch rauchig, holzig, so wie die anderen beiden Kandidaten vorher. Da würde ich definitiv eher sowas wählen. Nicht den, aber der ist halt gut für den Alltag oder auch für Angelegenheiten, wo man vielleicht morgens hingeht, wenn man ja mit Familie, Freunden, also wenn man schon früh morgens ausgeht im Herbst, dann passt dieser hier doch ganz gut. Preislich ist der etwas teurer als die anderen. Hier liegen wir bei 100 Milliliter um die 90 bis 100 Euro. Muss man immer so ein kleines bisschen Ausschau halten. Finde ich aber für den Duft auf jeden Fall eine gute Investition. Sollte man auf jeden Fall vorher testen, ist kein Blind-Buy-Kandidat und ist auch sicherlich kein Duft für jedermann. Aber ich finde ihn sehr, sehr gut. So, das waren meine 3 Designer-Herbstdüfte. Jetzt würde mich mal wieder interessieren, was sind denn deine liebsten Herbstdüfte? Lass mir gerne einen Kommentar da. Lass mir auch einfach so einen Kommentar da, ein Emoji oder irgendwas, das ist ganz gut, damit dieser Kanal auch ein kleines bisschen mehr Reichweite bekommt. Und wenn du bis hierhin geschaut hast, würde ich mich wie immer über ein Like freuen und natürlich auch über ein Abo. Dann verpasst du auch kein weiteres Video von mir. Und damit wünsche ich dir ja einen schönen Herbst, genieße die Tage und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.